Dir ist langweilig? Ja, dann quiz doch, Kolumbus. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Quiz doch Kolumbus. Herzlich willkommen zur zweiten Folge. In dieser zweiten Folge ist Matthias wieder mit dabei. Hallo Matthias. Ja, schönen guten Tag, lieber Lars. Guten Tag. Wir sind heute nur zu zweit, Matthias. Wir haben das eigentlich hier zu dritt vereinbart, aber da ist ein bisschen was dazwischen gekommen. Deswegen kriegen wir das zu zweit, glaube ich, auch ganz gut hin. Und deswegen haben wir heute ein kleines Novum. Und zwar stellen wir uns gegenseitig die Artikel vor. Und ich glaube, das wird richtig witzig. Auf jeden Fall. Bevor wir das machen, weil die erste Folge ja abgeschlossen ist und wir ja aus Fehlern lernen, oder ich zumindest in diesem Fall. Und ich glaube, dieses Punktesystem, da weiß ich auch nicht ganz, was ich mir dabei gedacht habe. Also Punkte lassen wir mal weg, die brauchen wir gar nicht, die haben gar keinen Sinn ergeben. Da dachte ich mir auch so beim Schneiden, was soll das? Wirklich. Also machen wir nicht mehr, aber was wir wieder machen, Matthias, ist das Spielformat der Ja-Sager. Und zwar habe ich dir da schon 3 Artikel mitgebracht. Wir machen jetzt nicht ganz so viele wie in der ersten Folge. Mhm. Und jetzt habe ich dir hier einmal 3 Artikel mitgebracht. Und du kannst mir sagen, aus welchem Jahr diese 3 Artikel sind. Das sieht auf jeden Fall alles schon fast ähnlich aus. Ja, Aus welchem Jahr könnten die sein? Alleine das rechte müsste, glaube ich, ein Krankenhaus sein oder irgendwie so. Oder? das rechte ist das Playmo Beach Hotel. Okay. Ja, ich habe es jetzt größer gemacht. Jetzt sehe ich es auch. Ja, Ja, wunderbar. Das wird auf jeden Fall in die 2010er-Reihe bestimmt reingehen. Und ich wette oder ich schätze eher, dass es 2015 sein könnte. ja, ist schon mal sehr gut. Ha. Ist ein bisschen jünger. Ist nämlich 2020. Ah, Also tatsächlich. mittlerweile auch schon 6 Jahre her, aber 2020 eine ganz gute Reihe eigentlich, muss man sagen. Ne? Also coole Artikel. Mhm. Und ich wollte hier unbedingt dieses Playmo Beach Hotel mitbringen, weil es so ein bisschen sommerlich ist und der Sommer ja nicht mehr ganz so weit weg ist. Von daher gibt es hier vielleicht schon ein bisschen eine leichte sommerliche Atmosphäre. Auf jeden Fall. Mir wird schon warm. Dann habe ich ja alles richtig gemacht hier. Und dann Danke. gehen wir, und dann gehen wir einmal zu unserem zweiten Spielformat. Und zwar ist das, wer hat den denn eingeladen? Ei, ei, Hier ei. gibt es 3 Artikel und heute in dieser Folge auch nur diese 3. Und einer dieser Artikel ist nicht aus diesem Jahr. Und zwar sind das einmal die Piraten, einmal der Camper und einmal das Rennauto. Sind alles auch relativ legendäre Sets, würde ich jetzt mal sagen. Und einer dieser Artikel ist, ja, aus einem anderen Mhm. Jahr. Mhm. Also es ist auf jeden Fall sehr spannend, gibst mir ja auch recht, ne? Also so ein tiefer Ja, gelegtes Rallye-Auto ist ja schon ganz nice, ne? Und ja. dann danach natürlich wunderbar Urlaub machen im Camper. Das könnte schon so in Hm. die gleiche Richtung gehen. Bist du so ein Camper-Typ oder eher nicht so? Campen ist schon cool. Früher haben wir mit einem alten VW-Bus tatsächlich Camping gemacht und das war schon echt eine Geil. richtig coole Zeit. Da war ich auch noch ein bisschen jünger, ne? Ja. Und das war echt ein Abenteuer. Da hat man in so einem Klappdach geschlafen, das man so ausgeklappt hat, mit einem wunderschönen kleinen Fenster zum Himmel hin. Also es war schon richtig schön. Heute mache ich es nicht mehr. Und selber? Ah, okay. Ja, ich finde Camping so ganz cool, aber habe es auch schon ewig nicht mehr gemacht. Finde die Idee so ganz gut. Für 2, 3 Tage ist das cool, aber Mhm. ja, also muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Ist ein bisschen romantisiert, finde ich auch. Der Alltag ist dann meistens nicht so ganz geil. Du hast es sehr schön verneint jetzt. Das ist doch in Ordnung. Also, ich tendiere tatsächlich, lieber Lars, darüber, dass die Piraten, die Ja, sind wahrscheinlich nicht aus dem gleichen Jahr wie die beiden Fahrzeugsets. okay. Ich habe jetzt mal einen Jahresunterschied, das kann ich dir sagen. Mhm. Also ein Artikel ist ganze 9 Jahre älter. Boah. Und ich kann dir schon mal sagen, es sind nicht die Piraten. Das. Ah. Das ist so ein Trikolon hier, mit dem ich dich kriegen wollte, weil, oder zumindest dich und die andere Person, die eigentlich dabei gewesen wäre. Mhm. Aber ich kann dir sagen, das sieht ja so farblich alles relativ ähnlich aus, Mhm. aber kann dir verraten, das Rennauto ist von 1981. Die Boah. Piraten sind von 1990 und der Camper ist auch von 1990. Heidewitzka, das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Also, das ist ja wirklich eine Zeitenwende. Hätte ich nicht gedacht, wie du gemerkt hast, Ja, weil auch der Hintergrund einfach mich ein bisschen geleitet hat, tatsächlich. ja, das stimmt. Und die Ja, ja. Figürchen, die sehen tatsächlich bei den
bei den Fahrzeugsets tatsächlich ähnlich aus, was ich jetzt bei den Piraten nicht so gesehen hätte, aber ich habe mich da Mhm. anscheinend total verguckt. Ja, das passiert. Ist ja auch ein ähnlicher Stil, muss man sagen. Okay. Ne? So, Matthias, dann würde ich sagen, dann fangen wir an mit der Hauptspielrunde. Oh ja. Und jetzt ist die Frage, möchtest du starten oder soll ich starten? Ich bin ja immer sehr kulant Ja, und eigentlich lasse ich immer den anderen vor und ich möchte dich auch vorlassen. okay. Stellst du mir den ersten Artikel vor, ja? Das ist richtig. Okay, was hast du denn mitgebracht? Also das hier ist dein erster Artikel. Ja, das ist ein relativ, ja, ist jetzt gar nicht so neu. Also ich kenne es auf jeden Fall. Mhm. Ist ganz spannend, dass du das gewählt hast, weil diese Ritterreihe kam dieses Jahr im gleichen Stil wieder raus, also mit Mhm. 9 Artikeln. Das ist ganz witzig. Die Burg sieht jetzt ein bisschen anders aus 2026 und ich kenne diese Reihe. Die Reihe ist ungefähr, muss ich kurz überlegen, wann die veröffentlicht wurde. Also entweder 2012, 2013 oder 2014. Das ist eins dieser 3 Jahre, glaube ich. Ich glaube, 2010 war es nicht. Ich würde so sagen, irgendwas zwischen 12 und 14 und ist ja nur mein Basisset, deswegen ich muss ja gar nicht raten, aber ich sag 2013? Also eine Frage beantworte ich nicht. Wenn du dich dabei festlegst, bist du scharf dran vorbeigerutscht. Das ist 2014. Ah, okay, ist sowieso nur der Basisartikel, ne? Ja, das ist egal. Aber es war super. Also du warst ja echt vom Gedanken her schon super dabei. Also das ist auf jeden Fall echt scharf dran vorbeigeraten. Ja, okay, ja, stimmt. Ich wusste halt Hm. zwischen 12 und 14, deswegen kannte ich mich da ein bisschen aus. Was hast du denn als nächstes mitgebracht? Ja, jetzt kommt es ja darauf an, ne, ob es davor rauskam oder danach, ne? Das ist dein nächster Artikel. Schaust dir genau Okay, an. ja, boah, das ist gar nicht so einfach. Das ist auf jeden Fall davor, da bin ich mir relativ sicher, Mhm. weil es diese ERC-Produkte nicht mehr gab, ab einem gewissen Zeitpunkt. Jetzt weiß ich aber nicht, ab wann es die nicht mehr gab, aber das ist so, Das finde ich das gut. ist, das ist irgendwas, vom Stil her ist auf jeden Fall ein Nullerjahren-Set. Da bin ich mir ganz sicher. Irgendwas zwischen 2004 und 2006, würde ich so mal ganz grob sagen. Ist aber sehr klein eingegrenzt schon, ne? Ja, ja, aber ich glaube, das fällt Mhm. da direkt rein. Ich kenne den Wagen auch gar nicht direkt. Da hast du was Den habe ich so noch verpasst. nie gesehen. Aber ich finde den Wagen eigentlich ganz cool. Ich finde die Leute eigentlich auch ganz witzig. Mhm. Ich sag mal, ja, ist das 2005, 6, 7, irgendwie so, ist auf jeden Fall davor. Und ich sag mal, 2005 ist es nicht, 6 ist es nicht, 2007, ich sag mal 2004. Lars, bist du dir sicher? Ja, ist komplett falsch, oder was? Bist du dir wirklich sicher? Du musst mir jetzt deine Antwort geben. Das ist 2004. Wieder knapp vorbei. Meine Herren, 2005. Ah, okay, aber gut, okay. Ja, wunderbar. Also, das ist aber noch kein Grund, hier mit Konfetti zu schmeißen, ne? Ich muss das nebenbei eintragen. Matthias, dann kommen wir zu deinem ersten Artikel, den ich dir mitgebracht habe. Und dann gehe ich hier in Folge 2 in meinen Ordner. Das hier ist ein Basisset, ist ein Ja. wirklich populäres Set aus dem Jahr, in dem du 6 Jahre alt geworden bist, Matthias. Das habe ich dir mitgebracht. Das ist nämlich Hm. aus 1993. Ja, das ist schön. Schön, dass man sich an diese Zeit zurückerinnern kann. Ja. Da gibt nur einen Haken, ich kenne es nicht. Ah, okay, ja. Okay, Interessant, aber es gefällt mir sehr gut. Das macht mir sehr viel Spaß, es anzuschauen. ja. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Kinder früher da richtig viel Spaß hatten und sich da was Tolles aufgebaut haben. Mit ganz vielen Pferden und Zuschauern und so weiter. Ja, ist eine coole Ähm, Tribüne, ne? Ja. Ist auf jeden Fall schön. Ja. 93, Heidewitzka. Ich kann auch sagen, das ist eins meiner Lieblingssets. Die Ritterwelt fand ich damals auch noch ganz cool. Also die Ritterwelt da 93, 94 ist sowieso legendär. Und dieses Set finde ich einfach Weltklasse, wirklich. Also ich finde das wunderschön und deswegen wollte ich es auch mitbringen. Und Mhm. dann habe ich dir diesen Artikel mitgebracht. Das ist dein erstes zu positionierendes Set. Oh, da sind wir wieder auf Campingtour, wa? Camping ist hier ein Thema bei uns, Matthias. Ach, ist das schön. Also wir gehen in Richtung Sommerferien. Ich merke das Ganz schon. klar, aber volle Pulle. Also, wir befinden uns in den. Boah, ich denke immer mal, ich könnte irgendwas raushauen oder so und ich weiß das, aber ich weiß es nicht. Hm.
Aber ich denke, wir sind in den späten Zehnerjahren. Also so späte Zehnerjahre meine ich so zwischen 2015 und Ende 2015, so 2019. Mhm. Wobei ich gerade ein bisschen unsicher bin, wenn ich mir die Figürchen so angucke, könnte es auch sogar was früher sein. Ja. Deswegen würde ich wissen, ich Mhm. weiß das. Ich mache jetzt mal einen nicht auf Ratefuchs, sondern einen auf allwissend. Ja. 2013. Ja. 2013 ist es nicht, aber es ist knapp vorbei. Wirklich, es sind nur 2 Jahre. Es ist 2011. Ja, komm. Das war richtig starke Nummer, du. Richtig gut gemacht. Also dafür, dass ich mich ja eigentlich gedanklich ganz anders festgelegt haben wollte. Aber du hast ja die Kurve bekommen, ne? Du hast ja gesagt, die Ja, nicht so Figuren, was von die Kurve gekriegt. ja, die Figuren sehen ja einfach ein bisschen älter aus, Ja, hast du ja, gesagt. Und so ja. bist du da richtig nah rangerückt. Also, das war schon Weltklasse von dir einfach. Yes. Dankeschön. Da haben wir beide schon mal ein Set richtig gelegt. Und jetzt bin ich gespannt, ob es so weitergeht oder ob wir jetzt richtig scheitern werden hier. Mhm. So, mein lieber Lars, es geht auch für dich jetzt weiter mit dem nächsten Set. Eine Sache, die man heute vielleicht nicht mehr macht, aber damals ein cooles Set war. Oh Vielleicht ja, kennst du es ja. ich kenn's. Also ich habe schon mal gesehen, aber ich kann es gar nicht so richtig einordnen. Das ist auf jeden Fall vor meiner Zeit, auch vor meiner aktiven Playmobil-Zeit, also auf jeden Fall vor 93. Das ist ein Ah, 80er-Set, mit Sicherheit ein 80er-Set, würde ich sagen. Und zwar gehen wir ins Jahr, ist das mein Geburtsjahr vielleicht? Ist das vielleicht 88 oder ist das ein bisschen früher? Ich würde sagen, für 88 sieht es zu alt aus. Deswegen sage ich, ist das noch ein woran Sieb? machst du das fest? Also die Figuren, ich glaube, die sind in den 80ern, ich würde so auf 82, 84 tippen oder so. Ich glaube, es ist kein 70er-Set, obwohl da wird es dann, also da gibt es so Sets, da habe ich keine Ahnung mehr. So 70er, 80er kenne ich natürlich die Klassiker, also relativ Mhm. viel auch, aber so eine Sets jetzt zum Beispiel nicht. Und dann würde ich jetzt irgendwie schwimmen. Also das wäre jetzt ungefähr, ich sag mal, ist das, gab es 88 noch so eine Sets, überlege ich gerade. Ich sag mal 84. Also auf jeden Fall vor 2005 und ich sag mal 84 oder 85. Ich sag 85. Okay, dann loggen wir das quasi ein und es ist aber schon ein bisschen älter tatsächlich. Wir sind da bei 1979. Ah, okay. Wow. Und es gibt einen Nachfolger tatsächlich, der ist von 1982, den du Oha. meintest. Ah, okay, Genau. okay, okay. Ah, ich wollte erst in die 70er Ja, gehen. es ist okay. Also, ich meine, dafür hast du einen guten Gedanken gehabt. Ich dachte, ich könnte dich noch ein bisschen leiten, aber ich wollte dich auch mal ein bisschen zappeln lassen. Ne? Ja, ich dachte so, vom Gefühl her könnte das auch 70er sein, aber alles gut. Der Gedanke war doch super. Ja, okay, das stimmt, ne? 79. Und damit geht's weiter mit deinem nächsten Artikel. Mhm. Das ist Jetzt good it. ein Tempel, habe ich dir mitgebracht, Matthias. Also ich weiß nicht, ob es den Zuschauern auffallen Oh. wird, aber ich habe die Bilder ein bisschen hochskaliert. Also die haben jetzt eigentlich ein bisschen bessere Qualität als früher. Mhm. Und vielleicht sieht man jetzt ein bisschen mehr. Also ein Set, das mir gar nichts sagt. Ich kenne auch diese Reihe gar nicht. Ja. Also macht auf jeden Fall was aus, ne? Also diese ganzen Farben und alles, also diese Figuren sehen auch sehr spannend aus, die Mhm. Pflanzen oder diese Drachen, die da oben drauf sind, schon interessant. Aber da muss ich echt schon so wieder ein bisschen raten. Ja. Wir gehen da auch in also das ist vor 93 bei mir, ist das ja 93 in der Mitte, also vor 93, ja. Da sind wir bestimmt in den 80er. Und da schätze ich mal so 1989. Moment, bevor du das einloggst, ich bin Mhm. noch in der Gedankenphase. Mhm. Akzeptiere ich. Ähm, Da kommen wir doch in Richtung deines Geburtsjahres, Mhm. ja. Ähm, 89, halte ich mich fest. Okay. 1989. Matthias, das ist leider falsch. Also das Ach, Jahr ist falsch und die Position ist falsch. Nee, es ist 1995. Ja, 1995? ja, das ist diese Märchenwelt, die kam kurz nach der Ritterwelt raus. Die war jetzt gar nicht so populär, aber war immer dabei. Da gab es auch so ein paar Drachen und so, also richtig gute Sets. Werde ich auch Wahnsinn. in 2 Wochen ein Video zu machen, so. Also da ist schon was Cooles dabei. Aber natürlich, wenn du die noch nie gesehen hast, die Sachen hier, ne, dann ist das halt schwierig.
das ist echt spannend. Da bin ich ja voll daneben getreten. Und vielleicht ist es ja auch interessant, dass irgendjemand da draußen da drauf gekommen ist, 1995. Ja, Schreibt es doch mal in die Kommentare. genau. So sieht's aus. So, bin ich dran? Ja, Es geht mit deiner Reihe weiter. Du bist ja aktuell 2:1, sage ich jetzt mal so. Ne? ja. Also kann sich ja alles noch ändern. Und das sehen wir jetzt mit dem nächsten Set. Und das ist dieses tolle Set. Oha. Mir sind die Punkte auch völlig egal. Also mir ist wirklich egal, wer hier gewinnt. Das ist sehr nett, das weiß ich doch. Das ist ein Set aus dem Jahr, das ist irgendwie ziemlich spät, also ziemlich Ach ja. jung. Diese, ich wollte gerade Textur sagen, dieses Muster auf dem Krokodil ist natürlich schon sehr modern, ne? Das gab es früher nicht. Also das ist irgendwie irgendwas zwischen 2018 und 2021 ganz grob. Ich glaube 2019, 2020, da bin ich gerade, ich sag mal 2020. Da schmeiße ich jetzt mit Konfetti. Das ist richtig. Genau das richtige Jahr? Ja, Das ist ja witzig. Okay, das Glück. Okay. das ist also wirklich auf den Punkt genau. Und du hast es auch super erklärt mit den Punkten und mit dem Design. Also da hast du vollkommen recht. Es war mir klar, dass es vielleicht von der Textur her etwas einfach sein könnte, aber ich habe mir gedacht, das ist jetzt einfach nur ein Tierset und das kann ja nicht immer nur gewinnen. Aber du hast das super erkannt. Also Danke. Gratulation. Danke. Das ist zum ersten Mal, also ich will mich jetzt nicht selber loben, aber glaube ich zum ersten Mal, dass jemand, das war bei mir jetzt auch Zufall, ne? Ich wusste das nicht, aber dass jemand das Ja, glaube ich, richtig sagt. Also dafür will ich noch mal ein Hey, bisschen später erwähnt werden von dir beim Abmoderieren. schauen wir mal. Vielleicht habe ich bis dann schon aufgelegt oder so. Glaube ich auch. Ziemlich Nein, sicher. alles gut. Da werde ich noch richtig unangenehm in den nächsten 10 Minuten. Matthias, wir machen weiter. Ich habe dir Gerne. was richtig Cooles mitgebracht. Kann ich dir wirklich versprechen. Also ich finde es richtig cool. Ich weiß nicht, ob du das cool findest. Das ist auch ein Klassiker-Set, würde ich sagen. Aus dem City Life-Bereich. Und es ist dieses hier. Oh. Oh, City Life ist eigentlich auch ein cooles Thema. Ich liebe Kaffee. Geil. Ich liebe Kaffee auch. Das verbindet uns ja. Hören's. Also wir beide in einem Café, in einem City-Café, hören's. Das wäre doch. Das könnten wir sein, Und dann, Matthias. das könnten wir sein. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es 90er Jahre, Ja? weil so Anfang 90er, ich kann mich da noch vage an andere Sachen erinnern, da hatte ich einen Blumenladen und so eine Einrichtung. Da gab es ja dann irgendwann diese Module, wo du das erweitern kannst und so. Ja, die waren Und cool. ich glaube, das sind diese Einrichtungen. Und das kann auch eins davon sein. Mhm. Und ich meine, das wäre so Ende 90er. Ja, das schon mal sehr stark, kann ich schon mal sagen. Ha! Ja, Kindheitserinnerung, ne? Das ist Ja. so, ich hatte die Bäckerei, glaube ich, gehabt. Und den Geil. Blumenladen, habe ich ja schon erwähnt. Ja, und dann gab es noch Ähm, diese Garage, diese Werkstatt, die war auch aus dem gleichen Jahr. Die ist nämlich auch richtig, richtig richtig. cool. Genau, und die Tankstelle gab es da noch und dann konnte man die Sachen so ein bisschen Mhm. erweitern. Das war wirklich Oh, witzig. das ist ein schönes Set, ey. Das ist echt ein schönes Set. Ah, lecker Kaffee trinken, ja. So. Oder hier im Sommer, wir sind ja im Sommerfeeling ein bisschen. Da können wir Genau, auch einen Eiskaffee schlürfen. Eiskaffee, Also, ich lege literweise. mich fest, 98. Stark, Matthias. Ist leider ein Jahr vorbei, aber komplett stark gemacht. Du fiese Möb, ich habe mich gerade feiern wollen und da sagst du, ein Jahr vorbei. Ich so, ja. Und dann auf einmal, ein Jahr vorbei. Danke. Ist doch gut. Aber ich freue mich Ja, trotzdem. ist doch Cool. stark. Ist doch stark. Cool. Hast du alles richtig gemacht hier. Und 1997, genau, habe ich gesagt, ne? Krass, 97. Ja, ja, genau, ein Jahr vorbei. Wahnsinn. Wir sind dann jetzt wieder auf deiner Seite. Das heißt, hier kommt dein nächstes Set und da gehst du in die Vergangenheit zurück. Du, 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 du. Boah, das ist auch vom Gefühl her. Boah, ich muss kurz überlegen. Ich bitte Ähm, drum. Aber nicht zu lang. Das ist so, ich würde mal spontan sagen, so irgendwas 2008, 2009, 2010. Ist aber kein Set, was ich kenne. Ich glaube, das kann das ein 2012er Set noch sein? Bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ich muss mal kurz auf die Figuren so ein bisschen besser gucken. Boah, was Ich habe ich denn finde es so hier? spannend, dass du immer so 3 Jahre, 4 Jahre schon so nennen kannst. Ich frage mich immer, warum. Ich kenne die Kataloge ganz gut mittlerweile. Also ich gucke mir ja für die Folgen bei der Vorbereitung die Kataloge eigentlich immer ganz gut an.
Mhm. und habe da eigentlich schon so grob einen Überblick so. Also viele musste ich einfach nacharbeiten so in den letzten Jahren, weil ich irgendwie zwischen 2020 und Hm. 2000, ja, also zwischen 2000 und 2020 irgendwie gar nichts mit Playmobil zu tun hatte. Und dann habe ich mir dann so im Laufe der Jahre immer mal wieder die Kataloge angeguckt, um dann zu sehen, was ich verpasst habe. Und deswegen kann ich Das das macht so ein Sinn. bisschen einschätzen. Und ich würde Aber ist sagen, super. Mhm. irgendwie, es auf jeden Fall, also muss vor 2014 sein. 2014 ist aber eine Grenze, also es muss zwischen Hm. 2005 und 2014 sein. Ist das schon mal richtig? Hm. Also Nullerjahre auf jeden Fall. Okay. Also alles irgendwie was mit Null, ob jetzt 00 oder 01, das sage ich nicht. Also wenn du mir jetzt sagst, es ist 2004, dann wäre es natürlich ärgerlich. Das ist, was habe ich gesagt, 2008? Das ist auf jeden Fall nach 2006, da bin ich mir sicher. Das ist 2007, 2008, 2009. Ich sag mal 2009. Absolut sicher jetzt? Ja, absolut sicher. Gut, Lars, ich sage es dir, es ist 2006. Ah, okay, krass. Okay. Und das ist so spannend gerade gewesen, weil du damit ja immer angefangen hast und dann auch mal so über 2004 nachgedacht hast und dann hast du wieder mit 2006 angefangen, aufwärts bis 9. Ja, Und das ist richtig, richtig lustig. Also 2006, du hast 2 Jahre einfach daneben getippt und das ist vollkommen in Ordnung. ja, stimmt, ne? 2006, wir haben nämlich eine Zeitreisenfolge zum Jahr 2006 gemacht. Also wir haben das per Zufallsgenerator ausgewählt. Und da habe ich quasi die Artikel vorbereitet. Und mir ist da dieser Artikel nicht aufgefallen. Also ich wusste, dass es da Dinosaurier-Sets gibt, aber habe jetzt gar nicht an die gedacht. Also dachte, das ist auch ein bisschen älter, ein bisschen jünger. Mhm. Aber ist ja auch egal. So, und ob es jetzt bei dir 2006 wird oder ein ähnliches Jahr, Matthias, Mhm. wirst du mit diesem Artikel Ich erfahren. finde Ich das gar nicht lustig. muss den ganz kurz raussuchen, hier den Artikel. Ja, ein Zeichensherr. Das ist der Ich hier. bin gespannt. Jetzt küttet. Pass Der auf. Artikel kommt nämlich angeflogen, kann ich dir schon mal sagen. Ha. Den haben wir mitgebracht. Guck mal. Oh. Was Das ist mein sagst du? Privatjet gewesen damals. Da wissen wir doch alle. 1900 irgendwas mit 80. Nee, das ist nicht so 80er. Nee. Obwohl das sieht so schlicht und so schlicht und so wenig aus. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Es gibt ja so Sets früher mal, die waren einfach so leer. Da war einfach nichts, so wie hier. So einfach, da Mhm. ist kein Rollwagen, kein gar nichts. Genau, genau. Da hast du einen Piloten, die Stewardess und einen Lotsen, einen Fluglotsen da unten. Und eigentlich fehlt ja noch was. Aber Ja. das ist, Was könnte sagst es du? vor 93 sein oder nach? Ich kann mir das nicht vorstellen, dass es vielleicht noch vor 93 ist, weil die Frisuren mir zu modern aussehen. Mhm. Ein 2000er Set wird es aber auch nicht sein, weil dafür ist es mir zu, obwohl, das ist mir zu modern, modern, aber zu schlicht. So. Mhm. Ich muss mich entscheiden, ne? Ja. Ja. Boah, ich werde da wahrscheinlich wieder voll daneben liegen. Das ist vollkommen in Ordnung, aber mein Gefühl sagt, das ist echt vor 93. Und ich sage jetzt einfach mal 93. Das ist leider falsch. Das sogar nach 1997 noch. Ist auch ein Jahr, was wirklich nicht gut für die Luftfahrt war, kann ich schon mal sagen, ist 2001. Ja, ist ein 2001. 2001er Set, ja, ja. Tatsächlich. Mhm. Das hätte ich nicht gedacht, weil das für mich einfach nicht so in diese. Aber gut, es ist so, wie es ist. Aber ich weiß, wie ich das meine. Also, dass ich das irgendwie zu schlicht für 2000er Sets finde. Aber das ist meistens auch so, ich meine, es widerspiegelt sich ja jetzt hier in dem Set auch, dass die 90er so in die 2000er noch lange mit reingegangen sind wahrscheinlich, ne? Eigentlich gibt es einen klaren Cut irgendwann. Also wenn du die Artikel ein bisschen kennst, dann kannst du so ab 99, 2000 schon so einen klaren Cut erkennen. Und ja, das sieht man hier auf dem Artikelbild jetzt nicht so richtig gut, aber die Klamotten sind schon relativ modern Hm. und sind so diese typischen Nullerjahren-Frisuren, würde ich jetzt sagen. Spannend, So glatt, spannend. die Mensch. Frisuren, wo keine Mützen und Hüte mehr raufpassen. Genau, richtig. Ja. Das ist meistens dann so Nullerjahre und ja, vom Design her ist das natürlich ja ein bisschen modern, aber schlicht, aber trotzdem hat es so viele Details, dass man vielleicht so sagen kann, ja, das ist dann doch Hm. ein Nullerjahren-Set. Aber Ja. gut, wenn man es nicht weiß, dann ist das schwierig. Jetzt, wo du es sagst, macht es auf jeden Fall Sinn. Ich lobe mich ein bisschen selber. Mein Gedanke war ja gar nicht mal so falsch. Das stimmt, genau, genau.
So, Matthias, du hast mir noch einen letzten mitgebracht, ne? Ich habe noch ein letztes Set für dich mitgebracht und ich bin mir sicher, das wird hoffentlich schwierig für dich. Ja. Und da gehen wir ganz weit von der Erde aus entfernt weg. Und Mhm. ich hoffe, du warst auch schon mal hinterm Mond. Klar. Und das ist dieses Set hier. Oha. Das ist, ja. Puh, das ist auf jeden Fall, was ist das? Das ist gar nicht mal so schön, finde ich, obwohl die rechte Figur richtig toll ist. Die gefällt mir, Das aber ist auf jeden Fall eine andere Welt. das stimmt. Das ist, was habe ich denn hier? Das ist zwischen 2006 und zwischen 2014. Ist Dann das so? mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit und ich tippe mal so auf, also ich kenne das Set nicht, habe es noch nie gesehen. Das finde ich gut. Tipp mal so auf 2011, 2010, 2006 wäre mir, glaube ich, ein bisschen zu früh, obwohl die Klamotten richtig billig aussehen bei der linken Figur. Mhm. Da würde ich schon sagen, Könnte was dran sein, ja. das könnte 2006 sein, aber die rechte Figur ist irgendwie ganz witzig. Ich sag mal 2012, 10 oder 12. Ich sag mal 2010. 2010 ist daneben, aber knapp daneben ist auch vorbei. 2013. Oha, okay. Also es freut mich, dass du daneben getippt hast. Weil das war natürlich auch mein Wille, weil dieses Wesen sieht halt einfach nicht aus wie so ein Zehner-Set, finde ich. Das stimmt, das stimmt. Oder? Ja, Also da gibt es ja wirklich Sets oder sowas halt, die älter sind. Da sehen auch dementsprechend diese Astronauten oder Roboter oder Außerirdische oder so viel moderner aus. Und das war meine Absicht. Ha! aber war richtig einsortiert, ne? Ja, 2013. Genau, genau. Und das ist dann von dir vollkommen in Ordnung gewesen. Mehr wollte ich gar nicht, Matthias. Mehr wollte ich gar nicht erreichen. Hast du noch was für mich denn da? Ich habe dir noch ein Set mitgebracht. Natürlich habe ich dir noch ein Set mitgebracht. Das letzte Set aus der heutigen Folge. Und zwar ist es ein Set, was du, ja, weiß ich nicht, ob du es gut findest. Da bin ich mal gespannt. Ist auf jeden Fall die schönste Farbe eines PKWs, die ich dir überhaupt mitbringen konnte. Und die schönste Farbe vom Playmobil. Hörer, die den Podcast öfter hören, die wissen, dass ich diese Farbe liebe. Es ist dieses Set hier. Das ist dein nächstes. Schön, ne? Warum darf das kleine Kind fahren, obwohl es nicht fährt? Das ist ein sehr knuffeliges Set. Ja, Alleine schon wegen dem Hund und wegen der Szene. ja, Ich kenne das sogar, das Set. Das stark. kenne ich auch. Und das ist auf jeden Fall, da bin ich eigentlich überzeugt von, ein 90er-Set. Loggst du ein oder willst du noch mal drüber nachdenken? 90er logge ich ein, aber ich sage nicht 1990, sondern es ist ein 90er-Set aus der Reihe, also aus der Jahresreihe. Ja. Oder aus dem Jahrzehnt, sagt man ja auch so schön. Und ich bin da, Willst du mir gerade die 90er erklären? ich möchte dir jetzt eigentlich die 90er erklären. Okay, danke. Möchtest du mir die erklären? Nee, wir machen das zusammen. Ich dachte schon, mit diesem Set erklärst du mir das. Nee. Okay, weiter geht's. Also 1900 sowieso war ich so viel alt. Naja, auf jeden Fall ist dieses Set, ich muss das ja jetzt einloggen, 1995, 96, ich sage 95. 95. Also zwischen 93 und 97 wäre dann der Platz, ne? Matthias, das ist ein 1999er Set. Ich habe es fast befürchtet. Es tut mir leid, ich habe es im Vorfeld auch so gemacht. Ich habe Artikel für dich ausgewählt, die so ein bisschen auf deine Zeit passen. Also quasi, Total. quasi die Zeit eigentlich. Also die 90er und ein bisschen Nullerjahre habe ich ausgesucht. Und für den anderen, für den anderen Kandidaten, habe ich Sets ausgesucht, die ein bisschen jünger sind. Und das ist ja Interessant. ein bisschen schwierig geworden, weil wir jetzt beide spielen. Kurzfristig entschieden. Und ja, tut mir ein bisschen leid, dass das mit den Artikeln dann nicht so ganz gepasst hat. Aber mir hat es wirklich richtig viel Spaß gemacht. Also ich fand es richtig witzig und fand die Artikel, die wir gesehen haben, auch die Artikel, die du ausgesucht hast, richtig, richtig toll. Also vielen Dank dafür schon mal. Sehr, sehr gerne. Ich bedanke mich aber auch bei dir, dass ich wieder mitmachen durfte. Das hat mir ebenso sehr viel Spaß gemacht, auch in dieser wunderbaren Besetzung. Und ich freue mich auch sehr, dass ich dich herausfordern konnte und dein Fachwissen über Playmobil-Sets ein bisschen rauskitzeln konnte. Und das hat sich ja hier total bewahrheitet und du bist auf jeden Fall eine Runde weiter. Recall, vielen Dank. Ja.
Ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin. Und wir sind bald auch mit der dritten Folge dieses Formates dann unterwegs, in welcher Besetzung auch immer. Aber ich fand es so zu zweit eigentlich auch ganz witzig, oder? Auf jeden Fall. Also ich fand es sehr spannend und die Herausforderungen sind ja beidseitig da gewesen. Das hat man ja gemerkt. Genau, das war wirklich lustig. Also ich fand es wirklich auch cool und ist auch dann für mich mal ganz lustig, dann auch mal selber spielen zu können. Ne? Also ist zwar ein bisschen mit Druck verbunden, aber ist ja natürlich einfach dann auch mit sehr, sehr viel Spaß dann verbunden und daher ist das wirklich eine coole Total. Sache. Wie gesagt, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ich hoffe, da ist so ein Favoritenartikel von euch auch dabei gewesen, der euch nochmal ein bisschen an eure Kindheit erinnert hat. Und in diesem Sinne, bleibt fröhlich, bleibt gesund und bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss zusammen.